Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video backen wir ein Honig-Walnussbrot. Das ist wieder ein schnelles Brot und ihr braucht gar nicht so viel Zutaten. Ich mache das diesmal auch mit Dinkelmehl. Ich zeige euch das einmal. Einmal Typ 630, davon nehmen wir 300 Gramm. Und einmal Typ 405 Weizenmehl, davon nehmen wir auch 300 Gramm. Die habe ich hier schon vorbereitet, jeweils 300 Gramm. Das werden wir gleich noch mal sieben, bevor das in unsere Rührschüssel kommt. Dinkelmehl packe ich schon einmal zur Seite und jetzt werde ich erstmal die Trockenhefe kurz aktivieren. Und dann nehmt ihr ganz normal ein Päckchen Trockenhefe. Ein Tipp von mir, ich friere die gerne ein und dann halten sie länger. Ich hatte jetzt eine andere große Packung und die hatte ich mir portioniert. Hier habe ich lauwarmes Wasser. Die genauen Angaben stehen auch unten in der Infobox. Hier kippe ich jetzt ein bisschen drauf. Der Rest kommt gleich in unsere Mehlmischung. Das ist nur einmal zum Aktivieren von unserem Hefe. Dann kommt hier noch ein Teelöffel Zucker rein. Zucker aktiviert immer die Hefe. Und ein bisschen Mehl. Von dem Weizenmehl habe ich jetzt hier 2 Löffel reingetan. Es gibt auch viele, die sagen, man braucht das nicht vorher zu aktivieren. Man kann die Trockenhefe direkt in das Mehl mit reingeben. Aber ich habe so bessere Erfahrungen gemacht. Deswegen mache ich das auch wieder so. Und so gelingt mir auch das Brot eigentlich immer sehr gut. So, gut durchgerührt, kann das ganz kurz stehen bleiben, bis wir unsere Mischung fertig machen. So, ich werde das restliche Mehl jetzt einmal durchsieben. Ich fange an hier mit dem Dinkelmehl. So, und bevor ich das ganze Mehl jetzt verwende, wollte ich euch noch mal sagen, wir brauchen eine kleine Schüssel mit Walnüssen, das sind 80 Gramm. Das packe ich jetzt einmal in eine größere Schüssel rein. Walnüsse friere ich mir auch übrigens immer ein, damit sie frisch bleiben. Und hier kommen jetzt erstmal ein paar Löffel Mehl mit rein. Ich tue hier auch von dem Weizenmehl jetzt mit rein. Und rühre das einmal durch. Und so kommt das auch gleich in unser Brot rein. Auch wenn der Brotteig etwas fester ist und das nicht ganz so sinken würde, mache ich das trotzdem so. Das kann jetzt auch noch mal zur Seite. Das restliche Weizenmehl. So, unser Mehl ist hier gesiebt. Jetzt kommt Honig eurer Wahl. Ein Esslöffel. So.
Dann kommt noch ein Esslöffel Rapsöl oder Sonnenblumenöl mit rein. Hier packe ich kein Olivenöl mit rein, damit es den Geschmack nicht verfälscht. Und noch ein Esslöffel Salz. Nicht gehäuft, sondern so glatt gestrichen. Kommt auch noch mit rein. Dann mache ich das schon mal ran. Und hier kann man auch schon sehen, dass die Hefe schon arbeitet. Und das finde ich immer so super. Und das kommt jetzt auch schon direkt mit rein. Und unser restliches Wasser kommt nach und nach jetzt auch mit rein. Und am Ende werde ich euch sagen, wie viel ich von 500 Milliliter wirklich gebraucht habe. Und dann geht's los. So, jetzt ist es schon mal zu einem Teig geworden. Jetzt kommen hier noch die Walnüsse mit rein. So. Und das rühren wir auch noch mal durch. Man sieht jetzt, obwohl ich sehr vorsichtig mit dem Wasser gearbeitet habe, ist jetzt ein bisschen zu viel Wasser. Jetzt packe ich noch mal ein bisschen Mehl rein. Das könnt ihr auch immer so machen, entweder einen Schuss Wasser oder noch ein bisschen Mehl hinzugeben. So, mein Teig ist jetzt fertig. Das werde ich noch mal ganz kurz ein paar Sekunden durchkneten auf der Arbeitsfläche. Das zeige ich euch jetzt auch. So, ich packe meinen Teig jetzt raus. Sollte sich problemlos lösen. Wie ihr seht, kein Problem. Und das klebt auch nicht mehr so doll. Also man kann es problemlos einmal durchkneten. Ansonsten hätte ich jetzt noch ein bisschen Mehl drauf getan, aber das geht auch so. Und das war es auch schon. Muss gar nicht lange geknetet werden. Kommt jetzt wieder in diese Schüssel mit rein, in dieselbe Schüssel. Ich decke das jetzt ab
Abgedeckt lasse ich das jetzt einfach an der Seite, bis unser Ofen jetzt heiß wird und unsere Schüsseln auch heiß werden. Das zeige ich euch einmal. In diesen Behältern backe ich meine Brote und der eine ist dann als Deckel da und da gehen meine Brote auch immer schön auf und werden gut. Ihr könnt das natürlich auch in einem Römertopf machen oder in einem Kochtopf, der für Öfen geeignet ist. Und die werden jetzt erstmal in den Ofen getan. Einmal. So. Ober- und Unterhitze bei 200 Grad. So, mein Ofen ist jetzt vorgeheizt und das hat alles insgesamt jetzt um die 15 Minuten gedauert. Unser Brot ist auch leicht aufgegangen in der Zwischenzeit. Jetzt hole ich das hier einmal raus. Dann formen wir das so, wie wir es möchten. Ihr könnt es rund formen, länglich formen, wie ihr möchtet. Ich passe das jetzt meiner Form an, etwas länglicher. Ihr könnt ganz leicht Mehl noch nehmen. Und gleich werden wir das Brot noch anschneiden. Ich habe hier eine Rasierklinge, als Deko noch Walnüsse und etwas Wasser und noch Mehl oben drauf. So, ungefähr diese Form werde ich es lassen. Das Brot muss nicht schön sein, nicht so glatt sein. Es ist leicht weich, also es ist kein festes Brot, nur damit ihr auch das fühlen könnt. Also so, jetzt nehme ich das einmal hier zur Seite und werde mir meine eine Form schon mal rausholen. Und Vorsicht, nicht verbrennen. So, die ist sehr heiß, die Form. Hier kommt jetzt mein Brot rein. Wie gesagt, aufpassen, nicht verbrennen. Jetzt nehmen wir unsere Rasierklinge. Mal sehen, ob das mit den Handschuhen hier geht. Und hier auch natürlich nicht schneiden, falls ihr es mit einer Rasierklinge auch macht. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Messer machen. So hatte ich das bei dem anderen Video Brotrezept auch gemacht. Jetzt werde ich das einmal hier so länglich einschneiden. Vorsicht, nicht an unser Behälter kommen. So, und hoffentlich reißt das hier schön auf und gibt nachher eine schöne Kruste. Sieht gut aus. Nicht zu tief, nicht zu wenig. Das werdet ihr schon machen. Dann habe ich hier eine Sprühflasche. Wenn ihr keine Flasche habt, könnt ihr das auch mit der Hand einfach hier Wasser drauf machen. So, ein bisschen Wasser. Dann kommt hier ein bisschen Mehl. Nochmal ein bisschen Wasser. Und nochmal ein bisschen Mehl. Das reicht. Und als Dekozwecke werde ich hier noch ein paar Walnüsse reindrücken. Ich hoffe, die verbrennen nachher natürlich nicht. So, jetzt kommt noch unser Deckel hier drauf und dann geht es in den Ofen. Ich sage euch am Ende, wie lange es gebraucht hat.
Und wir nehmen auch den Deckel nachher ab und lassen die Kruste noch mal ein bisschen braun werden. So, Deckel auch sehr heiß. So, Deckel ist drauf. Und jetzt stelle ich das auf 180 runter. So, jetzt eine halbe Stunde später, wie man sehen kann, ist unser Brot super aufgegangen. Jetzt nehme ich den Deckel hier ab, ganz vorsichtig. So, und jetzt lassen wir das oben noch mal braun und knusprig werden, circa 10-15 Minuten. Das sage ich euch dann gleich noch mal, wie lange das gedauert hat. Ich bin jetzt schon begeistert, also. So, jetzt sind noch mal gute 15 Minuten vergangen, wo wir den Deckel abgemacht haben. Und jetzt hole ich unser Brot einmal raus. So sieht unser Brot aus. Ich bin so begeistert, das ist so schön aufgegangen. Wenn es gleich abgekühlt ist, werde ich euch noch mal zeigen, wie es von innen aussieht. Und alle Infos sind noch mal in der Infobox. Ich bin wirklich begeistert. So, das Brot ist jetzt so einigermaßen abgekühlt. Und jetzt werde ich es mit euch zusammen einmal anschneiden. Dann schauen wir mal, wie es drin aussieht. Es ist wirklich super aufgegangen. Und falls es bei euch nicht so sehr aufgeht, könnt ihr immer noch einen kleinen Teelöffel mehr Trockenhefe dazu geben. Und dann würde ich sagen, schneiden wir das Brot einmal an. Und so sieht jetzt unser Brot aus. Schön saftig, schön weich. Und man kann die Walnüsse gut erkennen. Man kann erkennen, dass es weich ist und hier oben ist es knusprig. So sieht das dann aus. Und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Und ich hoffe, es schmeckt euch. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin.